Ich bin Steffi, ich bin 33 Jahre alt, bin Mama und komme aus Norddeutschland. Genau, ich bin Kinderkrankenschwester. Ja. Ich bin gekommen mit, also die Erfahrung so von meinem ersten Lebensjahr bis zum 13. ungefähr war Missbrauch, Gewalt durch die wechselnden Partner meiner Mutter. Es hat keiner mich beschützt. Ich war quasi auf mich alleine gestellt. Dann Gewalt und Mobbing durch die Schule, emotionale Vernachlässigung, Rausnahme vom Jugendamt aufgrund von gefährlicher Situation zu Hause und dann wieder zurück nach Hause kommen. Also ich hatte keine Sicherheit und keinen Halt, also keine Stabilität von zu Hause. Genau. Ja. Angefangen von Übelkeit mit Erbrechen. Also ich bin wirklich auch mit Übelkeitstabletten ins Bett gegangen, weil ich abends gezittert hatte und manchmal musste ich das nehmen, weil es anders nicht ging. Ich hatte extreme Schlafstörungen über also wirklich lange Zeit hinweg und teilweise auch über Wochen und Monate mit maximal 3 Stunden Schlaf nachts. Panikattacken, eine innere Unruhe, Unzufriedenheit, kein Gefühl für mich selbst, keinen inneren Halt, gar nichts. Ähm, ja, das waren so mit depressive Stimmung. Ich war ganz viel traurig. Also es ging mir einfach, ähm, ja, das war so eine extreme Belastung für mich und ich hatte immer so eine Schwere morgens, wenn ich aufgestanden bin. Ich habe mich immer gefragt, warum. Äh, aber das zeigte sich immer mehr und mir fehlten immer mehr schöne Momente. Die hatte ich einfach kaum noch, ja. Ja, das war wirklich so. Wie gesagt, diese Schlafstörungen, dieses Unruhe sein, also auch ein Denken, ununterbrochenes Denken und nicht zur Ruhe kommen. Alles in Frage stellen, mich selbst in Frage stellen, kein Körpergefühl, also so gar nicht für mich, kein Wahrnehmen, einfach Überlebensmodus. Das ist das, wie ich gelebt habe. Ich war im Überlebensmodus, weil ich musste überleben und ich musste mir gewisse Eigenschaften aneignen, um durch dieses Leben gehen zu können. Und ja, sehr spät. Ich habe mich sehr viele Jahre sehr schwer damit getan, das anzunehmen. Ich habe irgendwann angefangen, Psychotherapie, tiefenpsychologisch, ich glaube knapp 2,5, 3 Jahre ungefähr. Das half mir aber eigentlich nur durch diesen Prozess. Es half mir durch diese Zeit durchzugehen und dann irgendwie wieder eine gewisse Stabilität zu kriegen. Und dann habe ich angefangen, weil es war keine Besserung. Es war immer das gleiche Schema. Ich habe dann angefangen mit Hypnose für ungefähr ein Jahr. Auch das wirkte eigentlich oberflächlich und nicht tiefgehend genug. Ja, das war so das, was ich für mich angenommen hatte, weil ich einfach immer das Gefühl hatte, es bringt mich nicht wirklich weiter. Es macht es nicht, es verändert es nicht für mich. Ja. 18 Tage. Nach so einer Sitzung der tiefen Seelenheilarbeit bin ich aufgestanden mit einem ganz anderen Gefühl. Es flog so eine Leichtigkeit rein. Es war wie so eine Last, die von mir gefallen ist. Und als könnte ich wieder atmen, als habe ich wieder ein Gefühl für schöne Momente, für Situationen, auch wenn sie nur so klein sind, aber diese zu erkennen und auch zu fühlen. Also ich wurde einfach freier. Es kehrte in mir so eine innere Ruhe. Zum Teil war das ein innerer Frieden, der unglaublich war. Ja, das waren so, mein Kopf hörte auf zu denken. Also es war nicht mehr so viel, ne? Sondern ich konnte immer mehr loslassen einfach. Das war total angenehm, ja.
Während dieser Heilarbeit, habe ich durch diese Atmung richtig gespürt, wo ich Blockaden habe im Körper. Ich hatte plötzlich auftretende Schmerzen in meinem Arm. Ganz einfach aus dem Nichts unter meinen Rippenbogen, ein Stechen, ein Gefühl in der Speiseröhre von, es drückt mich. Also das war unglaublich. Und ähm, das waren so Momente, wo ich dann richtig in meinen Körper hineingefühlt habe und meinen Körper bewusst wahrgenommen habe. Und dann auch mit dieser Arbeit wurde es immer besser. Äh, weil man ja sich von Trauma zu Trauma arbeitet und man nimmt das Thema und man arbeitet es durch auf eine ganz liebevolle, friedvolle Art. Ähm, und dann lässt man es los. So, und dieses Loslassen in diesem Prozess ist unglaublich. Das ist ein Gefühl von, ja, man wird, es ist ein zur Ruhe kommen, ein Runterfahren, ein Freiwerden ist es. Also, ja. Mhm. Also während diesen gesamten Zeitraums, den ich in Frankreich verbracht habe, hatte ich unglaubliche Aha-Erlebnisse. Momente, die aus dem Nichts kamen, von Glücksgefühlen, von positiven Emotionen, die aus mir hochkamen, die endlich Platz hatten, an die Oberfläche zu kommen. Und auch mal das erste Gefühl für mich war, das war Wahnsinn, ich mag mich als Mensch. Ich mag mich so, wie ich bin. Und ähm, das ist so, auch wenn so Emotionen hochkamen, dann habe ich das nicht vom Kopf verstanden, sondern es war ein tiefes Gefühl von innen, von Dankbarkeit, unfassbare Dankbarkeit, dass ich das hier erleben darf. Und ich hatte den Blick für die kleinen, schönen Dinge wieder. Und ich war einfach so frei und ich wurde immer freier. Und ich habe das so richtig gemerkt, wie das von mir abfällt. Es ist immer mehr von mir abgefallen. Und der Blick auf mich selbst hat sich immer mehr verändert. Ja. Sie sind nicht greifbar für mich. Ich versuche manchmal daran zu denken und zu gucken, komme ich da noch mal rein? Oder ist es wirklich so, dass es nicht mehr greifbar ist und es ist nicht mehr greifbar und das ist unglaublich. Also da kommt keine Emotion mehr in mir hoch. Ich habe, es ist, ich komme nicht mehr ran. Ein Teil ist ein Entwicklungsprozess. Manche Dinge brauchen ein bisschen länger, aber der große Teil, der ist weg, einfach weg und das ist faszinierend und auch eigentlich unglaublich, weil ja, was das macht, ist einfach Wahnsinn, ja. Keine Panikattacken, kein Anflug von, ich kriege jetzt Herzrasen und kriege eine Panikattacke, gar nicht. Ich schlafe einfach durch und ich schlafe in einer Ruhe und dass ich morgens aufstehe und denke, ich bin richtig erholt vom Schlaf. Das ist total angenehm und ich habe keine Schwere morgens mehr. Ich kann aufstehen und ich fühle mich gut, wenn ich aufstehe. Ja, und was ich noch nicht gesagt habe, ist, ich hatte immer so einen Husten, der ist nicht mehr da. Mein Husten ist einfach weg und ähm, das sind so die Dinge, ich denke nicht mehr nachts. Also bestimmt, aber nicht mehr so bewusst, wie ich es vorher getan habe, sondern ich kann einfach schlafen. Mein Körper ist total runtergefahren, zur Ruhe gekommen. Diese innere Unruhe, diese Traurigkeit, dieses Weinen und an mir zweifeln, das sind so, diese Dinge sind einfach weg. Also vielleicht minimal, aber wie gesagt, manches braucht ein bisschen, aber es ist so gut wie weg und ja, das ist einfach schön. Vom Inneren, ja, definitiv. Ähm, durch diese Arbeit bin ich bei mir selbst angekommen. Ich habe das erste Mal in meinem Leben einen inneren Raum gefühlt, einen Raum der Sicherheit, dass es den überhaupt gibt. Das war mir einfach nicht klar. Ähm,
es hat meine Grenzen verschoben. Es ich entfalte mich, es ist wie so ein Schmetterling, der aus seinem Kokon kommt und anfängt, dann da zu sein, in seiner vollen Pracht, so ungefähr kann ich sagen. Durch diese Arbeit, habe ich die Möglichkeit bekommen, mich zu entwickeln. Und zwar so, wie ich auch bin. Ich habe das Potenzial ist ins Rollen gebracht worden. Ich bin mit einer ganz anderen Energie, mit einer ganz anderen Freude gefüllt. Mein Blick hat sich verändert auf mich selbst und hat mir eine unglaubliche Stärke gegeben, die ich nach außen hin immer mehr verkörper. Ja. Ich bin beruflich angekommen in meinem, ja, also ich liebe meine Arbeit, das muss ich sagen. Meine Freunde, da hatte ich immer wirklich, das lief. Aber ich habe eine andere Präsenz. Ich nehme für mich einen ganz anderen Raum ein und ich habe keine, nicht mehr diese Ängste, mich zu zeigen, sondern hier bin ich. Und ich mache mir Raum und Platz und ich darf zu mir stehen und ich stehe zu mir und zu dem, was ich möchte. Und das wird mich unheimlich weiterbringen in dem, was ich noch für mich möchte, für mein weiteres Leben beruflich. Definitiv und auch nicht nur das, sondern auch auf anderen Ebenen, Beziehungsebenen. Das ist ja auch ein großes Thema. Das sind so Sachen, wo ich richtig merke, ich stehe für mich ein. Ich entscheide mich für mich selbst und nicht gegen mich aus einer falschen Intention. Und das ist etwas, was mir so bewusst geworden ist und was ich einfach als große Stärke ansehe und womit ich mich unheimlich gut fühle, ja, das zu fühlen. Dass es einfach mein Raum ist, den ich einnehmen darf. Ja. Ähm, Diese Reise ist eine besondere Reise. Es ist eine Riesenchance. Für mich war es eine der wichtigsten und besten Entscheidungen meines Lebens, diese Reise zu machen, weil es mir die Möglichkeit gegeben hat, frei zu werden, unbelastet zu sein. Meine Geschichte ist, sie bleibt, aber mein Blick darauf hat sich verändert. Und diese Reise hier ist, diese Arbeit, die habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Das ist eine Arbeit, die so wertschätzend ist, wo ich als Mensch gesehen wurde in meinem vollen Potenzial, so wie ich bin. Und das ist eine Chance, um Grenzen zu verschieben, um ins Wachsen zu kommen, in seine eigene Stärke zu kommen und all das, was passiert ist, sich davon zu lösen und neu auszurichten. Und ich kann es einfach nur aussprechen und empfehlen, man kann das hinter sich lassen und man hat eine Chance auf das Leben mit dem, wie man eigentlich ist. Und das ist ein Riesengeschenk, eine Riesenmöglichkeit. Ja.